Hallo und herzlich willkommen zu CKTV, Folge 3 der zweiten Staffel, unserem Staffelfinale. Wie bereits angekündigt, sind wir heute bei Jägermeister Racing, den orangefarbenen, legendären Rennfahrzeugen der 1970er Jahre. Viel Spaß beim Zuschauen. Im Rennsport gibt es einige ikonische Designs, die unabhängig vom Fahrzeugtyp immer und immer wieder aufgetreten sind. Da ist zu nennen Gulf Racing mit dem hellblauen Farbton und dem orangefarbenen Streifen drauf. Da ist zu nennen Martini Racing mit den bekannten Streifen auf einem silbernen Grunddesign. Und natürlich, last but not least, die legendären orangefarbenen Jägermeister-Rennfahrzeuge. Unabhängig vom Fahrzeugtyp selbst war die orangefarbene ikonische Lackierung immer zu erkennen mit dem Jägermeister-Hirsch und den weißen Schriftzügen. Und das wollen wir euch heute hier entsprechend präsentieren und euch mitnehmen in die Welt der orangefarbenen Rennautos. Die orangefarbene Lackierung ist schon immer ein Eyecatcher gewesen in jedem Starterfeld. In den 2000er Jahren mit dem Opel kann ich mich sehr gut daran erinnern. Und dann hast du Fahnen gesehen und die Fans haben es auf dem Campingplatz abgefeiert. Also das ist schon ein großes Kino gewesen und sicherlich sehr ikonisch. Gerne stelle ich euch jetzt den Florian Eisenblätter vor, Jägermeister-Historiker und Experte zum Thema Jägermeister Racing. Viel Spaß! Ich bin Florian Eisenblätter, Historiker und Archivar bei Jägermeister. Das heißt, ich bin Experte zu allen Fragen der Jägermeister Unternehmens- und Markengeschichte. Und einer der spannendsten Teile der Jägermeister Markengeschichte ist die Geschichte des Jägermeister Racing Teams. Zwischen 1972 und 2000 war das Jägermeister Racing Team mit diesen leuchtorangenen Fahrzeugen auf den Rennstrecken unterwegs. Und hier sind wir heute in der Sammlung des Jägermeister Racing Teams, wo wir ikonische Fahrzeuge aus diesen Jahrzehnten an einem Ort haben. Wie kam Jägermeister Anfang der 70er Jahre eigentlich in den Rennsport? Naja, da kamen verschiedene findige Herrschaften und günstige Situationen zusammen. Ecki Schimpf war Journalist und war und ist begeisterter Racer. Es hat angefangen mit einem großen Interesse für das Thema Motorradrennsport und ist eben weitergegangen in den Bereich des Automobilrennsports. Und so ging er zu seinem Cousin Günter Mast, damals Geschäftsführer des Unternehmens Jägermeister, und hat gesagt: Du Günter, ich würde ganz gern die Rallye Monte Carlo fahren mit einem Porsche 914. Kannst du mir nicht vielleicht 500 Mark geben? Und Günter Mast meinte: Ach, so eine krumme Summe, nimm doch 1000 und wir sprechen danach nochmal. Was Günter Mast zu dem Zeitpunkt wusste, war Sponsoring, Werbung war im Rennsport damals schon erlaubt. Und so fuhr Ecki Schimpf mit dem Porsche 914 und hat sich anschließend nochmal mit seinem Cousin Günther unterhalten, der das Thema super spannend fand. Und Ecki gesagt hat: Ja, kauf dir doch mal einen ordentlichen Rennwagen und bau anschließend ein ganzes Rudel von Rennwagen auf, um Jägermeister richtig sichtbar zu machen. Das ging also mit einem Kauf dieses Porsche 914-6 los und die ersten Rennen in einer Farbe bestritt, die man heute gar nicht mit Jägermeister Racing verbindet, nämlich der fuhr in grün. Und nach diesen ersten Rennen hat sich dann Günter Mast gemeinsam mit Eckhard Schimpf den Wagen angeguckt und hat gesagt: Ja, ganz schnittiger Wagen, aber die Farbe ist doch eigentlich ein bisschen langweilig. Haben wir nicht irgendwas anderes? Es gab eine andere Farbe im Jägermeister-Universum, nämlich Orange. Und seitdem sind die Rennwagen des Jägermeister Racing Teams stets in diesem super auffälligen Orange. Ich habe von dem Porsche 914-6 als dem ersten Rennwagen des Jägermeister Racing Teams gesprochen. Das ist nur so halb richtig. Denn das eigentlich erste Auto, das jemals in einem Jägermeister-Livery auf Rennstrecken unterwegs war ein viel kleineres und viel langsameres Auto, nämlich ein Abarth 695 SRS, der schon ein Jahr vorher, bevor es sozusagen das offizielle Jägermeister Racing Team gab, an den Start gegangen ist. Denn es war so, dass der damalige Jägermeister-Vertriebspartner in Italien, Karl Schmidt in Meran, selbst die Idee hatte, wir könnten vielleicht kleine Rennwagen mit Jägermeister sponsern. Und so ist dieser kleine Abarth der eigentlich erste Rennwagen, der mit einer Jägermeister-Lackierung an den Start ging. Der BMW 320 Gruppe 5 ist ein ganz besonderes Fahrzeug.
Dieses Fahrzeug ist seit Ende der 1970er Jahre ununterbrochen im Besitz des Unternehmens Mast Jägermeister. Anders als es ja wahrscheinlich heute vielfach bei Sponsoring-Verträgen der Fall wäre, dass man einfach sozusagen einen Sponsoring-Vertrag mit einem Team macht, war es damals in der Geschichte des Jägermeister Racing Teams zum Teil so, dass das Unternehmen die Fahrzeuge des Jägermeister Racing Teams gekauft hat und anschließend verkauft. Und in dieser Reihe wurde auch der BMW 320 gekauft. Er fuhr in der Gruppe 5, ein sogenanntes Silhouette Car. Das heißt, das Fahrzeug hat die Silhouette des Serienfahrzeugs. Wenn man allerdings unter diese Hülle, sage ich jetzt mal, drunter schaut, stellt man fest, okay, das ist eigentlich ein rein rassiges Rennfahrzeug. Und so erklärt sich dann auch das faszinierende Leistungsgewicht. Denn diese Fahrzeuge wogen ungefähr 750 bis 800 Kilo. Selbst die schwächere Saugerversion hat mit gut 300 PS mit den wenigen Kilos nicht allzu viel Mühe. Und wenn man sich dann noch vorstellt, es gab später auch eine Turbo-Version mit über 500 PS. Das heißt, das Ding ging richtig ab, weil es einfach super leicht war. Porsche 911 Rennmodelle waren für viele Jahre Teil des Jägermeister Racing Teams, angefangen mit dem Porsche Carrera RSR und dann natürlich über den 934, 935 bis hin zu den ganz monströsen Ausbaustufen 935 K3 und später sogar K4, die in ihren stärksten Ausbaustufen über 800 PS hatten und auf den Geraden über 380 km/h gefahren sind. Dieses Fahrzeug hier ist ein etwas früherer, ein 935 Turbo und für mich ein super hübsches Fahrzeug, das gerade mit den dicken Backen hinten richtig brutal aussieht. Mit Sicherheit zwei der absoluten Ikonen in der Geschichte des Jägermeister Racing Teams waren der Porsche 956 und der Porsche 962. Und insbesondere, wenn man sich den Porsche 956 hier anschaut, dann ist das für mich ein Kunstwerk. Der Porsche 956 ging für Jägermeister ab 1984 an den Start. Das Fahrzeug hier wurde beispielsweise von Hans-Joachim Stuck und Stefan Belloff pilotiert, mit dem das Jägermeister Racing Team auch seinen größten Erfolg erringen konnte. 1986 wurde Jägermeister Racing Sportprototypen-Weltmeister mit dem schweizerischen Walter Brun-Team und von daher mit Sicherheit eins der Highlights auch in der Geschichte des Jägermeister Racing Teams. Der Porsche 962 stellt eine Weiterentwicklung des 956 dar. Vor allem aus Sicherheitsgründen wurde infolge mehrerer schwerer Unfälle das Reglement verändert. Und so wurde beispielsweise eben die Vorderachse weiter nach vorne gelegt. Gleichzeitig wurde das Fahrzeug modifiziert und noch schneller. Der Porsche 962 hier fährt auf der Geraden über 400 km/h, hat in der Qualifying-Ausbaustufe über 800 PS auf jeden Fall und ist ein brutal schnelles Auto gewesen. Das letzte Fahrzeug, das für Jägermeister Racing an den Start ging, war der Opel Astra V8 DTM aus dem Jahr 2000, pilotiert von Eric Ellery. Im Anschluss hatte das Unternehmen Jägermeister den Fokus seiner Marketingaktivitäten verlegt. Und zwar weg vom Sportsponsoring hin in den Musik- und Festivalbereich. Und deshalb war das Jahr 2000 auch das letzte Jahr, in dem Jägermeister Racing mit diesen orangen Autos am Start war. Und daher der Opel Astra vielleicht leider das letzte Fahrzeug des Jägermeister Racing Teams. Neben einer spannenden Geschichte der Rennfahrzeuge ist es natürlich auch eine einzigartige Historie legendärer Rennfahrer. Wenn man sich einmal vor Augen ruft, welche Rennfahrer für Jägermeister Racing am Start waren, dann findet man da zahlreiche, sehr, sehr bekannte Namen, wie einen Hans-Joachim Stuck, einen Jochen Maas, einen Jackie X, einen Stefan Belloff, Oskar Larrauri und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben hier es mit absoluten Ikonen verschiedener Rennserien, aber auch Jahrzehnte zu tun. Das ist auch heute noch in der Sammelvitrine immer ein ganz großes Thema. Ich kenne viele Jägermeister-Sammlungen von unseren Kunden, die tatsächlich ganze Vitrinen voll haben mit den verschiedenen orangefarbenen Autos und die dann natürlich auch die entsprechenden Fahrerlegenden mit feiern. Ja, in Sachen Modellauto sind wir natürlich mit Werk 83 darin bestrebt, die Legenden von den 70er, 80er, 90er Jahren, aber auch der frühen 2000er Jahre als Modellauto für die Sammlervitrine zu bringen. Jetzt, wo wir über das Thema Jägermeister Modellautos sprechen, möchte ich noch eine Formneuheit präsentieren, den BMW E36. Das ist ein Fahrzeug, was Ende des Jahres in den Fachhandel kommen wird und ja, natürlich perfekt zum Ford Mustang DTM passt.
Beide sind damals 1993 gegeneinander gefahren in der DTM und eine sehr passende Gelegenheit, das Modellauto in diesem Rahmen auch dann zu präsentieren und euch vorzustellen. Ein weiteres Highlight ist der Porsche 956 von Brun Racing, hier im Maßstab 1:12. Das ist das erste Modellauto im Maßstab 1:12 von Werk 83. Für uns eine ganz besondere Verbindung, da das Fahrzeug von Stefan Bellof 1985 pilotiert worden ist. Stefan Bellof kommt nur wenige Kilometer von uns entfernt her. Und ja, die Insider wissen es natürlich auch, dass wir unter anderem die Stefan Bellof Homepage betreuen. Was sowohl an der Geschichte des Jägermeister Racing Teams als auch an dieser Sammlung enorm charmant ist, dass Fahrzeuge aus so vielen verschiedenen Motorsportklassen und von so vielen unterschiedlichen Herstellern gesponsert wurden. In der Geschichte des Jägermeister Racing Teams findet man Fahrzeuge von Porsche, BMW, Audi, Ford, Volkswagen, Formelfahrzeuge wie Brabham, March und so weiter und so fort. Das heißt auch, dass es natürlich Fans unterschiedlichster Automarken gibt, die sich für Jägermeister Racing begeistern können. Und das ist für uns immer total schön zu sehen, die unterschiedlichen Fans ansprechen zu können. Also ich persönlich habe zu Hause eine Vitrine, wo meine Jägermeister Modellautos drin stehen. Wenn man jetzt hier ins Gebäude reinkommt und sieht die Fahrzeuge im Maßstab 1:1, die originalen Rennfahrzeuge stehen, ist das schon so dieser erste Gänsehautmoment, wo man völlig fasziniert wie ein kleines Kind im Süßigkeitenwarenladen hier durchläuft und das kaum fassen kann, weil man diese Autos früher von der Tribüne aus gesehen hat oder im Fernsehen gesehen hat. Und das ist schon sehr, sehr, sehr spektakulär und lässt einen da ehrfürchtig werden. Das war das Staffelfinale von CK-TV, der zweiten Staffel. Wir haben euch dieses Jahr spannende Einblicke gegeben in die Ferrari-Kollektion im Nationalen Automuseum. Wir haben euch begleitet auf die Reise 40 Jahre DTM von den modernen GT3-Boliden hin zum historischen Ford Mustang, wo wir Gerd Ruch interviewt haben, der die Storys rund um seinen Mustang erzählt hat und wie das Auto auch heute wieder zu sehen ist. Und natürlich zu guter Letzt waren wir hier bei Jägermeister Racing und haben euch die legendären orangefarbenen Rennfahrzeuge präsentiert. Mein herzlichen Dank an Ecki Schimpf und Florian Eisenblätter, dass wir hier zu Gast sein durften und natürlich auch an Jägermeister. Ich freue mich auf 2025, auf die dritte Staffel CK-TV. Bleibt uns treu, bis dann.